So, jetzt geht's los. Frage und Antwort. Frequently Asked Questions. Wir sind zwei Piranhas und ihr habt hoffentlich schon unser Spiel gesehen, unser neues Spiel, Elex 2, und flutet jetzt uns mit Fragen und Gedöns, und deswegen versuchen wir hier Fragen zu beantworten. Es sind eine ganze Menge zusammengekommen, die halt sehr oft gestellt werden und auch konkret vielleicht manchmal, und wir versuchen jetzt dem hierher zu werden mit dieser Sendung. Ja, fang mal an. Jenny, was haben wir denn? Ja, ich find's erstmal ziemlich löblich, dass ihr euch irgendwie angewöhnt habt, Fragen vornehmlich, die anderen haben wir uns trotzdem auch angeguckt, unter dieses Frequently Asked Question, mein Gott, ich kann das nicht, Video zu packen. Das hat mir die Arbeit wirklich erleichtert, die aus dem Internet zu fischen. Ja, und es sind wirklich eine Menge. Einige davon sind vielleicht sogar schon veraltet, aber wir fangen einfach mal an. Es schadet ja nicht, doppelt hält besser, ne? Genau. Also, jemand hat sehr, 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 sehr oft gefragt im Forum und auch unter YouTube. Und wir haben das beim letzten Mal auch schon ein bisschen beantwortet, aber ich würde das gerne nochmal tun, um darauf nochmal einzugehen, weil Björn nochmal ganz akut Elex 2 durchgespielt hat. Ah, ja. Und da hat jemand gefragt, glaubt ihr, ich schaffe es, das Game nur mit Wegbeschreibungen für NPCs durchzuspielen, beziehungsweise ohne die Questmarker? Und da haben wir beim letzten Mal bei den FAQ so ein bisschen rumgeeiert, weil wir uns nicht ganz sicher waren, wie das denn wäre, wenn man das versucht. Es gibt einige Quests, da wirst du dazu aufgefordert, die Dinger zu verwenden. So, ich schreib's in deinen Adjutor, sagt dann der NPC. Das ist aber sehr selten. Ja. In den meisten Fällen, in fast allen Fällen, kann man sich die Welt erarbeiten, und du kriegst auch eine Wegbeschreibung, ja, die derart ist: geh mal von hier aus irgendwie in den Norden, oder der Übergang von dem einen Land zum anderen oder solche Dinge, ja, dass man tatsächlich dieses Spiel auch spielen kann, ohne dass man die Pöppel aktiviert. Dass man die Karte zu Rate zieht, sollte man trotzdem tun. Ja, dass man auf der Map guckt, wo ist man überhaupt, ja. Aber das Spiel leistet das tatsächlich. Es hat mich sehr überrascht, weil ich so ein bisschen unsicher war, ob das wirklich funktioniert oder ob wir da, sage ich jetzt mal, ein bisschen fauler gewesen sein könnten oder so. Das sind wir aber nicht. Wir haben tatsächlich, du kannst dir die Welt erarbeiten, und wenn du nicht weißt, wo irgendwie was ist oder so, kannst du auch mal das Ding benutzen oder so, aber du musst es nicht ständig benutzen, um irgendwie klarzukommen. Auf gar keinen Fall. Ja, in den meisten Fällen und wirklich allermeisten Fällen kannst du das Spiel einfach so spielen, ohne dass du die Pöppel wirklich aktivierst, weil die Welt erklärt sich tatsächlich wirklich sehr gut. So, okay. Ja, genau. Während der Entwicklung weiß man das halt oft nicht, ne? Ob das jetzt ausgereicht hat, was haben die anderen gerade gemacht, hat jeder darauf geachtet und solche Sachen. Und dann verändert sich der Level auch vielleicht nochmal, und dann darf man nicht ganz so genau sein. Das ist ganz viele Sachen, die jetzt beeinflussen, und wir waren auch echt positiv überrascht, wie gut das tatsächlich funktioniert. Ja. So, dann schreibt hier einer: Findet ihr die 30%, das war sehr pauschal, die meisten Plattformen von jeder verkauften Kopie abzwacken, fair? Keine Ahnung. Können wir nichts zu sagen. Wir sind Entwickler, ja, und ob das fair ist oder nicht, ich habe keine Ahnung, was für ein Apparat dahinter steckt. Das sind auch Menschen, die beim Konzern arbeiten, wie so einer Plattform und so weiter, die natürlich auch entsprechend ihr Auskommen brauchen und so weiter. Und ist das jetzt wirklich fair oder nicht fair, das überlasse ich anderen, das beurteilen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann das gar nicht sehen, oder hast du nicht gesehen. Das, was wir merken, ist, dass wir tatsächlich unser Spiel so oft verkauft bekommen, ja, dass wir davon leben können, und das alles, was wir wollen. Mehr, das reicht uns. So, ne? Vielleicht kann man pauschal noch dazu sagen, dass es generell schlecht sein kann, wenn einer ein Monopol hat auf irgendwas. Das heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft, und für uns ist das in der Regel etwas Gutes. Mhm. Das heißt, wenn es mehrere Plattformen gibt, die auch ein Stück weit miteinander konkurrieren, dann ist das in der Regel gut für den Markt.
Ja, deswegen ärgern wir uns auch nicht, ne? Wir ärgern uns, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Also wenn jetzt irgendjemand einen Launcher bringt und der funktioniert einfach nicht richtig, dann ist das ärgerlich. Aber dass generell mehrere gibt, ne? So wie jetzt ganz klassisch Steam und GOG zum Beispiel, das ist gut fürs Geschäft für uns. Und da kann man dann wenigstens auch ein bisschen verhandeln. Wenn es nur einen gäbe, könnte man nicht verhandeln und das wäre dann schlecht. Ja. So. Ja, das ist auch eine Frage, die werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen schieben müssen, weil keine Ahnung. Diese Folge nehmen wir jetzt auf und raten gut, was ihr, nachdem ihr schon gespielt habt. Also wir wissen jetzt nicht, wie der Release von Elex 2 gelaufen ist, während wir das hier aufnehmen. Total gut, ne? Hier fragt nämlich einer, was denkt ihr, ist es eine gute Idee, Elex 2 zu releasen, ein paar Tage nach Elden Ring? Jetzt kann man dazu sagen, das Jahr 2022 hat so viele geile Releases, dass es da irgendwie überhaupt gar keinen coolen Zeitpunkt mehr gab. Hätten wir früher fertig sein müssen mit dem Ding, waren wir nicht. Richtig, so, also hätten wir es 21 irgendwie geschafft, dann hätten wir gesagt, das hätte vielleicht geil, also nochmal einen richtig signifikanten Unterschied. Ob du jetzt irgendwie parallel mit Elden Ring rauskommst oder mit Horizon oder mit Harry Potter Legacy oder mit Vampire Bloodlines oder mit, das ist eigentlich schon fast wieder egal für ein Spiel. Stalker 2 oder, ja, also Leute, das sehen wir auch, ne, ist klar, so, ne, aber es ist halt so, ich glaube, wenn die Menschen Bock auf sowas haben, wie wir releasen, ne, jetzt gerade, dann wird es auch seinen Weg finden. Es ist halt schon eine Sache, dass die Menschen wissen, dass es uns gibt, ja, deswegen machen wir sowas wie diese Sendungen hier, um euch eure Fragen zu beantworten und um auf uns aufmerksam zu machen. Ja, das muss reichen, so, ne, weil mehr ist zwar irgendwie immer möglich und so weiter, aber der richtige Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Den gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja. Und wenn ihr gerade nicht die Kohle habt, irgendwie mehrere Spiele auf einmal zu kaufen, dann packt uns doch so lange einfach auf die Wishlist. Das kostet nichts und ist trotzdem gut für uns. Ja. Nächste Frage. Meine Frage, ist das Spiel von Anfang an die Xbox Series X optimiert? Also, jetzt kann man dazu sagen, wir erwarten zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass irgendwas nicht funktioniert. Momentan läuft alles gut und wir wissen jetzt nicht, wie der Release gelaufen ist. Trotzdem lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, das sollte alles gut sein. Und wir haben es einfacher gehabt mit der Series X. Das heißt, die Series X-Version, die lief natürlich vor der Xbox One-Version, weil die eigentlich das Stiefkind ist. Also Stiefkind klingt so, als hätte man sich nicht genug Mühe gegeben. Das ist natürlich Quatsch. Das ist halt eine alte Generation, das ist eine alte Hardware und da ist ein neueres Spiel halt schwerer drauf zum Laufen zu bringen und das immer noch gut aussieht und fehlerfrei funktioniert. Richtig, das heißt, wir hatten mehr Arbeit damit, das dafür zu optimieren. Es gibt diverse Beispiele von anderen Firmen, die damit Probleme hatten und so weiter und es ist halt das Ding, ne? Das ist halt schwierig. Hinzu kommt noch, dass wir diesmal auch die Konsolen alle hatten. Das heißt, wir konnten jetzt auch schon für die Series X und S entwickeln, weil die schon da war. Ja. Ne? Also du bekommst dann quasi so ein Development Kit, ne? so eine Dev-Konsole und kannst dann darauf quasi schon entwickeln. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du gerade ein Spiel entwickelst und die neuen Konsolengenerationen, die stehen in den Startlöchern, aber du hast sie noch nicht. Dann muss man das nachträglich noch machen oder dann hat man den Fokus auf einen anderen, aber diesmal hatten wir die ja alle. Also deswegen konnten wir direkt für die neuen Konsolen mit entwickeln und dann quasi nochmal optimieren nach hinten raus, damit das Spiel auch irgendwie auf den alten Konsolen läuft. Auch interessant. Da fragt jemand, habt ihr in euren Singleplayer-Spielen Tools, welche euch die Spielweise des Spielers zurückmelden? Oder seid ihr da aufs Feedback der Community angewiesen? Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Es gibt ja diese ominöse Heatmap und sowas, ne, dass man sieht, wo die meisten Spieler sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten und sowas, ja. Das ist sehr, sehr hilfreich, auch bei einem Singleplayer-Spiel bestimmt. Sehr, sehr hilfreich, vor allem bei Multiplayer-Spielen und so weiter, dass man sein Spiel dann optimiert und so weiter.
Haben wir jetzt nicht gemacht, nein. Das ist auch eine Datenfrage, ne? Ja. Wenn ein Entwickler sowas macht, dann muss der Spieler eigentlich damit einverstanden sein, dass der Entwickler auch die Daten auslesen darf, die ihr quasi uns dann zur Verfügung stellen würdet. Und wir haben uns echt lange gefragt, werdet ihr mit sowas überhaupt einverstanden? Ne, man könnte ja sowas wie so ein Wegklickbox machen, sagen, irgendwie bist du damit einverstanden, dass wir deine Daten auslesen dürfen, bla bla bla. Und dann können wir irgendwie Statistiken später auslesen, wie ihr gespielt habt. Ne? Und wir haben uns dann dagegen entschieden, sowas zu machen. Aber trotzdem wäre ich total neugierig, wie fändet ihr das denn, wenn man sowas machen würde? Fändet ihr das gut? Oder würdet ihr sagen, nö, ich möchte aber gar nicht, dass ihr wisst, wie ich spiele? Dann hat jemand gefragt, wie entscheidet ihr denn eigentlich, für welche Plattform das Spiel kommen soll? Also, ganz klar, die Plattform, die sich am besten verkauft und von der wir von Hause aus sowieso kommen, wird natürlich auch immer bedient. Das ist bei uns der PC. Ja. Der verkauft sich immer noch am besten und und da kennen wir uns aus halt auch. Deswegen bedienen wir den halt auch. Und dann kommt in der Regel das dazu, was 2 Dinge erfüllt. 3. Erstens Erreichbarkeit. Wir müssen die nächste Möglichkeit haben, das auch entwickeln zu können. Das heißt, zum Beispiel eine Konsole müssen wir dann haben können. Ne? Da muss man einen Deal aushandeln mit einem Konsolenhersteller. Das Zweite ist, es muss einen Absatzmarkt haben, der sich irgendwie lohnt. Ne? Also wenn das sowas Spezielles ist irgendwie, dass das nur ganz wenige Leute haben, dann lohnt es sich in der Regel nicht, diesen Arbeitsaufwand zu betreiben. Und das Dritte ist, muss irgendwie zugänglich sein. Das heißt, wir müssen auch in einer adäquaten Zeit die Möglichkeit haben, unser Spiel darauf zu portieren. Wo gibt's den tollen Pulli, den du im Video trägst? Gemeint ist der, den ich das letzte Mal getragen habe und nicht diesen hier. Also ich habe irgendwann vor ein paar Wochen auch mal so einen ähnlichen schulterfreien Pulli getragen. Also diese Pullis im Allgemeinen, die habe ich ehrlich gesagt einfach von Amazon. Dabei gucke ich immer, dass die Läden, wo man dann da einkauft, irgendwie in Schlagreichweite sind, weil ich mit dem Zoll nichts zu tun haben will. Und habe dann einfach bei Amazon schulterfrei eingegeben. Das hat tatsächlich gut funktioniert. So, das finde ich auch schön. Leider habe ich die Systemanforderungen nicht erfüllt. Meine CPU erreicht nicht die Mindestanforderungen. Was kann ich tun? Also, diese Art Frage hat uns tatsächlich häufiger erreicht, dass Leute die Mindestanforderungen nicht erfüllen und dann fragen die sowas wie, läuft euer Spiel denn darauf trotzdem ruckelfrei? Und was wir dazu sagen können ist, das kann man so nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Für in seltenen Fällen vielleicht, wenn du unwahrscheinliches Glück hast, doch. Ja, aber in der Regel schreiben wir die Mindestanforderungen ja deshalb so raus, weil es da halt dann läuft. Und wir es bei den anderen halt nicht sagen können. Ne? Yep. Das tut uns auch sehr leid, wenn das so ist. Natürlich würden wir gerne wollen, dass das Spiel überall läuft, aber dann gibt es natürlich die normale Minimax-Aufgabe. Ne? Macht das Spiel möglichst cool und hübsch. Und mach es möglichst irgendwie für jeden zugänglich. Das beißt sich halt an einer bestimmten Stelle ein bisschen. Also, könnt ihr euch vorstellen, mit Hilfe eines anderen Studios, dass ihr das Elex-Universum als Echtzeitstrategiespiel à la Command & Conquer entwickelt? Eine schöne Frage. Ja, die Jungs und Mädels von King Art wären ja dafür prädestiniert, ne? Die haben ja in Harvester, die haben ja da Erfahrung mit, ne? Oder Mimimi Productions, die können das ziemlich gut. Ja, gibt ja genug Beispiele. Nein. Ja. Wir haben unser Universum gemacht für ein Open-World-Rollenspiel aus der Spieleschmiede Piranha Bytes und als solche funktioniert sie auch. Wie die mit anderen Sachen funktionieren würde, haben wir uns noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ja, das hätte dann auch nichts mehr. Also nehmen wir an, die Jungs und Mädels hier von King Art Games, die würden dann sagen, ey, wir machen jetzt Elex Echtzeitstrategie.
dann hätten wir damit ja nichts am Hut. Also wir können keine Echtzeitstrategiespiele, haben wir nie gemacht und kennen uns damit auch nicht aus und die schon und deswegen machen wir halt Rollenspiele. Und geile Universen können die selber. Das könnten hat man gesehen. Könnten jetzt die Marken tauschen und sagen, gut, dann machen wir das Iron Harvest Rollenspiel und die machen das Elex Strategiespiel, aber wer von euch dann am Ende damit wirklich glücklich wäre, das ist halt nicht so einfach zu sagen. Also ist sowas auch nicht geplant. Vorstellen kann man sich immer vieles, aber in der Regel bleiben wir Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Wir können ja mal Black Forest Games anrufen, ob die uns ein UFO leihen, damit man da auch mal unsere Welt zerfasern kann von oben oder sowas. Ja? Kann man als Krypto oder so. Ja, klar, gibt's irgendwelche Crossover-Geschichten oder so, aber... Machen die sofort. Ja, bestimmt. Aber das ist halt irgendwie doch schon, ja. Ja, in der Regel ist es dann so, irgendjemand hat eine lustige Idee und das, wenn du Glück hast, bleibt dann von der Idee übrig irgendein Easter Egg. Easter Egg, richtig, genau. Dafür ist das schon witzig, ja. Stimmt. Woher bekommt man so ein cooles Elex 2 Shirt, hat einer gefragt. Wir haben so eine Box, da sind noch ein paar drin. Wenn es doch vielleicht irgendwann demnächst nochmal die Möglichkeit gibt, eine Live-Veranstaltung, bei der wir vor Ort irgendwas machen, zu besuchen, dann können wir uns vorstellen, nochmal ein paar von diesen Elex 2 Shirts in die Menge zu schmeißen. Ansonsten gibt es ähnliche andere Elex 2 Shirts in THQ Nordic Store. Einfach THQ Nordic Store in Google eingeben, dann landet ihr da drauf. Vielleicht noch Elex 2 dabei, dann landet ihr auch sofort auf der Elex 2 Seite. Und da haben die auch Tassen, Gläser, Mauspads, Pullis. Merchandising. Aber kein Flammenwerfer. Genau, es gibt also echt eine Menge Merch tatsächlich mittlerweile, was uns sehr gefreut hat, dass THQ Nordic da sehr fleißig war, Sachen anzubieten. Der Ring ist Tinnef, der kommt aus dem Kaugummiautomaten. Okay, machen wir weiter. Was würdet ihr von der Idee halten, die monatliche Questions and Answers Folge mal in einem Livestream zu beantworten? Ja, Livestream ist so eine Sache. Ich glaube, man erreicht erstmal weniger Menschen mit einem Livestream, als mit einem Video. Weil wir haben auch schon öfter Livestreams gemacht und dann sehen wir ja, wie hochfrequentiert das wird oder die VODs davon geguckt werden. Ne? Das ist mal das Erste. Zweitens ist es viel, viel zeitaufwendiger, als sich hier einen Vormittag hinzusetzen, eure Fragen zu beantworten, daraus ein Video zu machen und das dann hochzuladen. Das ist schneller. Viele fragen uns, warum macht ihr denn nicht mehr für Spiel? Warum sitzt ihr da und macht jetzt hier mit Kamera rum und so? Seht doch zu, dass ihr da mal Spiel da und so, ja? Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns nur ums Spiel kümmern, ja, das fändet ihr auch nicht geil, weil wir uns dann nie melden bei euch und nicht irgendwie mit euch kommunizieren und euch fragen und ihr kriegt dann das Gefühl, ihr prutscht da nur vor euch hin, euch sind die Fans egal, das ist ja so nicht, ja. Also versuchen wir über diesen Weg, über die Videos, euch zu erreichen, eure Fragen zu beantworten und diesen Weg, den wir jetzt hier gewählt haben, der scheint uns der schnellste, direkteste und für uns machbarste Weg zu sein. Und darum sind so Live-Sachen ganz selten. Wir treten auch gerne mal bei anderen Streamern auf, ja, als Gast oder sowas. Das machen wir sehr gerne. Da sind auch diverse Sachen von uns schon im Netz zu finden. Oder wir machen euch auch meistens über Social Media darauf aufmerksam, wenn wir irgendwo live zu sehen sind. Und da könnt ihr uns dann mal abgreifen und dann mal direkt eure Fragen stellen. Oder ihr schreibt es einfach unter dieses Video. Wir bemühen uns dann, die auch zu beantworten. Genau. Wieso sucht sich eigentlich immer Jenny die Fragen raus und nicht der Björn? Das ist eine Arbeitsteilung. Meistens lege ich die Themen fest und gucke mal an, welche Sachen möglich sind. Ich mache die Fragen, weniger als 100 Leute gefragt, das mache ich meistens. Und Jenny kümmert sich halt in der Zeit um die Fragen, die ihr direkt uns stellt und sammelt die dann für die Community-Ecke. Genau, ne? Dann, wenn wir die Arbeit teilen, dann ist sie schneller gemacht. Genau, ich kümmere mich derweil auch noch um die ganze Technik hier und dass die Videos überhaupt gemacht werden. Ich schneide die auch noch, lade die auch noch hoch und so weiter, ja. Kann man sich jetzt überlegen, wer die meiste Arbeit hat. Wird die Collectors Edition limitiert sein? Ja. Definitiv. Das ist immer nur eine gesonderte Auflage. Aufgrund der Produktionskosten lohnt sich das sonst nicht, so eine anzubieten. Und
liegt halt auch ein bisschen an der Nachfrage, wie lange es die dann gibt. Wir hatten zum Beispiel noch Restbestände beim letzten Mal. Die Collectors Editions werden ja in der Regel nicht nur einfach so verkauft, sondern auch verteilt. Ja, das heißt, es gibt manchmal so Events, wie zum Beispiel die Gamescom, da bringt man dann so einen Pulk davon mit und dann bekommen besondere die nochmal geschenkt oder als Werbegeschenk irgendwie als Besonderes mit oder, also dann gibt es irgendwie verschiedene Collectors Editions oder wir selber wollen die halt auch haben, dann wird ein Teil davon irgendwie an uns geschickt und so und dann muss man halt gucken. Und wenn am Ende noch was übrig war, das hatten wir jetzt, dann gab es noch Restbestände von der Elex Collectors Edition. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber wenn, dann wäre das auch im THQ Nordic Shop der Fall. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einen Survival Mode einzubauen, den man optional anschalten kann, sodass Jax dann zum Beispiel Durst und Hunger hat? Wir sind kein Survival-Game. Wenn man etwas anbietet, dann muss man es auch vernünftig machen. Und wenn wir dann nur dafür Haue kassieren, dass wir einen beschissenen Survival-Modus irgendwie da rein machen, irgendwie, ja, dann kriegen wir Haue und wir wollen keine Haue kriegen. Also wenn, macht man es vernünftig. So. Und wir sind kein Survival-Game, also nein. Also es wäre ein super aufwendiges Feature. Ja. Weil das ist ein komplett anderes Spiel dann. Der Spieler muss sich auf komplett andere Sachen konzentrieren und sieht dann auch andere Dinge, als er es jetzt tun würde. Und darum haben wir sowas nie ernsthaft erwogen, weil wir Angst hätten, wir machen damit das Spiel kaputt. Ne? Bestimmt irgendwie möglich, aber nee, das war jetzt nicht so im Fokus. Ähnliches beantwortet auch die nächste Frage, ob wir uns bei zukünftigen Projekten vorstellen können, eine Learning-by-Doing-Komponente einzubauen. Zum Beispiel die Ausdauer hält länger, wenn man viel rennt oder sowas in der Art. Skyrim hatte das viel gemacht, ne? Dann warst du irgendwie am Schmieden. Dann hast du erstmal eine halbe Stunde geschmiedet, weil du dann ein besserer Schmied warst. Machen wir so nicht. Ist nicht unser Prinzip. Ja. Würden die einen gut finden und die anderen richtig entkacke, glaube ich, ja. Und nein, machen wir nicht. Ja. Du zwingst den Spieler damit halt zu verschiedenen Optionen. Das Coole daran ist, du verlängerst damit die Spielzeit, aber vielleicht für einen Preis, der zu hoch ist. Und optional sowas einzubauen, mal eben, nein. Nein, das funktioniert so nicht. Wir haben ja Ausdauer jetzt und da habt ihr genug mit zu kämpfen. Beim Kampf. Gibt es Rabatte für Händler? Es gibt Rabatte für Händler und Lehrer im Elex 2. Guck mal in die Perks rein. Da gibt's das kann man lernen. So, ja. Die letzte Frage lautet folgendermaßen. Wenn ich mir die physische Version kaufe, kann man euch die dann zuschicken, also die Hülle, damit ihr die signiert? Also die Leute, die an Elex 2 mitgewirkt haben. Da muss man sagen, normalerweise schon. Normalerweise konnte man immer in unsere Firma, die Adresse steht auf unserer piranhabytes.com, also piranha-bytes.com Website, uns das zuschicken. Und dann haben wir uns bemüht, das zurückzuschicken. Zweimal Achtung. Erstes Achtung, wenn ihr sowas auch in der Vergangenheit immer gemacht habt, müsst ihr einen an euch selbst adressierten und hinreichend frankierten Rückumschlag beigeben, sonst versandet das. Das ist außerordentlich schade, weil wir nicht irgendwie von allen möglichen Dingen, die uns geschickt werden, Porto zahlen können. Und zweitens, das jetzt aktuell wohl noch Wichtigere, wir sind immer noch im Homeoffice. Das lohnt sich jetzt gerade gar nicht. Das sind maximal 5 bis 6, vielleicht 7 Leute, die ihr damit abgreift. Wenn euch das reicht, okay, ja, aber... Also ich würde an eurer Stelle einfach noch ein bisschen warten. Wartet, bis die Pandemie vorbei ist und wenn die Gamescom stattfindet und ihr hingeht, bringt das Ding mit, dann unterschreiben wir euch das vor Ort, ja, oder solche Sachen. Also sowas geht auch. Ansonsten ist es halt momentan eine Situation, ist halt wie es ist halt keiner da. Ja, hoffentlich beantwortet das viele von euren Fragen. Schreibt mal ruhig noch fleißig mehr davon. Wir werden versuchen, die in Kürze dann hier schnell zu beantworten, damit ihr die auch bekommt. Und wir sind jetzt ziemlich durch. Wir haben jetzt 5 Sachen gemacht. So, habt Spaß an unseren Spielen und wir wünschen euch alles Gute und viel Spaß und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Auf jeden Fall. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
Das ist immer so am Ende, ne? Dann fallen irgendwie alle Kameras aus, ne? Das ist immer nur eine irgendwie. Ne? Was lernt man daraus? Man braucht echt 5 Kameras. Ja, echt.